Der Countdown läuft. Morgen sind Sie, also die deutschen Wählerinnen und Wähler ab 16 Jahren, an der Reihe. Die Parteien haben ihren Wahlkampf zum EU-Parlament mehr oder weniger abgeschlossen. Zum Finale kommen da heute noch mal die Spitzenvertreter der SPD in Duisburg zusammen. Und gestern warben auch die anderen Parteien noch mal besonders um die Stimmen noch nicht festgelegter Wähler. In Bayern gab es dazu Blasmusik. Wenn die CSU Wahlkampf macht, dann am liebsten zünftig. Das gilt auch für die Europawahl. In München feiert man zusammen mit der CDU. Dass deren Spitzenkandidatin Kommissionspräsidentin bleibt, ist nicht garantiert. Bei der anstehenden wird ein Rechtsruck befürchtet. Der CDU-Chef hält dagegen. Mit diesen Leuten haben wir nichts, aber auch gar nichts zu tun. Das ist nicht die Alternative für Deutschland, das ist moralisch und wirtschaftlich der Abstieg für Deutschland. Und wir werden sie bis zur letzten Minute politisch bekämpfen. Doch auch bei dieser Wahlkampfveranstaltung geht es um den Polizistenmord in Mannheim durch einen mutmaßlichen Islamisten. Der Gewalttaten verübt. Er hat jedes Recht verloren, in Deutschland zu sein. Deswegen scheint Bewegung in die Debatte zu kommen. Ich befürchte aber, so wie der Kanzler es gestern gesagt hat, das ist nur dem Wahlkampf geschuldet. Bislang ist nichts passiert. SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz hatte im Bundestag erklärt, dass Straftäter wieder nach Afghanistan und Syrien abgeschoben werden sollen. Dies war bislang ausgesetzt wegen der unklaren Lage vor Ort. Als hätte man Söders Vorwurf gehört, es sei bislang nichts passiert, veröffentlicht jetzt das Bundesinnenministerium, dass dieses Jahr bis April die Zahl der Abschiebungen um 30% gestiegen ist. Die SPD selbst sieht sich kurz vor dem Wahltag mit einem Farbanschlag auf ihre Parteizentrale konfrontiert. In Mannheim, wo der Polizistenmord geschah, war wieder viel Polizei auf der Straße. Die AfD benutzte den Ort für eine Veranstaltung gegen Islamismus. Gegendemonstranten warfen der Partei wiederum Rechtsextremismus vor. Dazwischen wie so oft die Polizei, die für Ruhe sorgen musste. Die Grünen machten nochmal Wahlkampf in Köln mit Außenministerin Baerbock, die ebenfalls den Mord in Mannheim zum Thema machte. Wenn Rechtsextreme uns angreifen oder wenn Islamisten uns angreifen, wie jetzt in Mannheim, dann stehen wir auch gemeinsam auf, weil es ein Angriff auf uns alle ist. Terry Reinke, die Spitzenkandidatin der Grünen für die Europawahl, verpflichtet am Ende alle nochmal zu einem Selfie. Im Vergleich zur letzten Wahl müssen die Grünen laut Umfragen deutliche Verluste befürchten. Und unser Mann in Brüssel ist Marco Reinke. Ja, Marco, das Verbrenneraus und der Klimadeal fallen in Ihre Amtszeit. Außerdem intransparente Corona-Impfverträge für zig Milliarden Euro und schlechte Wirtschaftsaussichten. Also, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat gelinde gesagt nur sehr bedingt Erfolge vorzuweisen. Wie steht es um Ihre Wiederwahl? Ja, erstaunlicherweise sieht es gar nicht mal so schlecht aus für Ursula von der Leyen. Und zwar vor allem, weil es eigentlich keine richtigen Alternativen gibt. Es gilt ja bei der Wahl zur Kommissionspräsidentin bzw. zum Kommissionspräsidenten das Spitzenkandidatenprinzip. Also die stärkste Partei im Europaparlament, die darf dann auch den Kommissionspräsidenten bzw. die Kommissionspräsidentin stellen. Und das dürfte in diesem Fall auch wieder die EVP werden. Dieses Mal mit Ursula von der Leyen als Spitzenkandidatin. Beim letzten Mal, wir erinnern uns, war das ja noch Manfred Weber, der doch sehr prominente bzw. auch sehr mächtige Mann hier in Brüssel, der dann aber keine Rückendeckung von Seiten der EU-Staats- und Regierungschefs bekam. Wurde dann dort ausgebotet und vor allem war es Emmanuel Macron, der französische Präsident, der Ursula von der Leyen in dieses Amt gehoben hat. Dieses Mal ist allerdings die Unterstützung nicht so sonderlich gesichert und es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass am Ende die EU-Staats- und Regierungschefs sagen, nein, wir wollen eigentlich jemand ganz anderes haben. Da dürfte dann noch einmal ein ziemlicher Streit entbrennen, denn interessanterweise hat mittlerweile auch der französische Präsident umgeschwenkt und hat auch klar gemacht, dass er von Ursula von der Leyen doch eine andere Politik erwartete, also doch erheblichen Druck ausgeübt hat. Also von daher die Zeit nach der Wahl, die dürfte fast spannender werden, zumindest in diesem Punkt als der Wahltag an sich, wie dann dort sozusagen die Postenvergabe aussieht. Denn zumindest erst einmal gibt es keine Alternativen gegen Ursula von der Leyen, aber gleichzeitig ist eben die Spannung durchaus groß, ob das dann am Ende wirklich auch so durchgesetzt wird von Seiten des Europäischen Rates. Was da noch alles so dran lenkt an der EU-Wahl. Marco Reinke, vielen Dank.